Hallo, ich bin die Mirjam und den Rommelsbacher BA550, den habe ich schon einige Monate im Gebrauch, so dass ich dir heute jetzt meine Erfahrungen kompakt und mundgerecht einfach präsentieren kann. Mit gerade mal 4 Kilo ist er nicht nur leicht, sondern seine schmale und kleine Gehäuseform findet wirklich überall Platz. Über das Edelstahl lässt sich jetzt ein bisschen streiten. Es macht zwar einen wertigen Eindruck, aber mich nervt's, dass man hier jeden Fingerabdruck drauf sieht. Und das führt bei mir zu regelmäßigen Putzanfällen. Aber klar, im Prinzip sieht schick aus. Zu haben ist er bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 140 Euro, beziehungsweise im Angebot auch mal rund um die 90 Euro. Der BA550 setzt auf Einfachheit, was sich bei dem ganzen Brotbackautomaten jetzt wirklich widerspiegelt. Die einfache Bedienung hier benötigt jetzt kein Touchscreen und kommt mit 9 robusten Tasten daher. Die Tasten wirken jetzt allerdings ja nicht sehr hochwertig und sind auch natürlich schlecht zu reinigen, was jetzt prinzipiell ein bisschen schade ist. Aber sie tun ihren Zweck, sie reagieren gut und das ist das Wichtigste. Die Bedienung ist super einfach gehalten. Das Drücken der Tasten geht leicht und wird mit einem Signalton bestätigt und das beleuchtete Display hat eine hervorragende Größe und ist selbsterklärend. Das Loch hier oben ist kein Lüftungsloch, sondern hier kommt der Zutatenspender rein. Was das genau ist, das habe ich mal in dem Video gezeigt, verlinke ich dir hier oben. Dieses winzige Sichtfenster ist meiner Meinung nach überflüssig, viel sehen kann ich dadurch nicht und beim Backvorgang ja, verliert er dafür einfach zu viel Hitze. Und dass die Hitze über das Sichtfenster und den Zutatenbehälter verloren geht, sieht man auch an dem Kondenswasser. Das ist auch der Grund, warum die Brotoberfläche sehr blass einfach gebacken bleibt. Die Verarbeitung im Allgemeinen ist solide und dem Preissegment absolut angepasst. Die Backform ist eher vertikal, das heißt, das Brot backt eher in die Höhe. Sie ist aber antihaftbeschichtet und hat ein Fassungsvermögen von maximal 900 Gramm. Als Zubehör ist mit dabei ein Messbecher, ein Messlöffel und der Knethakenentferner. Kommen wir zur Programmauswahl. Die 13 Programme decken alle gängigen Brotsorten und auch Varianten ab. Zum einen ein klassisches Standardprogramm für Mischbrote, aber auch für Sauerteigbrote. Dann ein Schnellprogramm, also ohne lange Gehzeit. Programm kurz, ein Weißbrot, Toastbrot, glutenfrei und Vollkornprogramm. Dann noch ein Programm für Kuchen zum Rührkuchen rühren und backen. Weitere Funktionen wie Teig kneten und klar anschließend ruhen lassen, um dann eben ihn zu formen. Dann eine Funktion Backen, also eine reine Backfunktion. Konfitüre, Marmelade, Gelee kannst du darin auch zubereiten. Dann noch Teig rühren, also Vermischen von Zutaten, zum Beispiel Rührteig. Und ein individuelles Programm. Und hier kannst du ein eigenes Programm programmieren, also wie lange er kneten, ruhen und backen soll. Die Bedienung durch diese Piktogramme ist auch, finde ich, leicht zu verstehen. Und was mir jetzt richtig gut gefällt, ist eine Schnellstarttaste für nur Backen. So muss ich mich nicht durch extra alle Programme drücken. Praktisch ist außerdem diese Pausentaste, die Start-Stopp-Taste kann jederzeit zum Pausieren eben gedrückt werden. So kann der Teig kontrolliert werden, ohne dass man Angst haben muss, dass der Knethaken jetzt gerade wieder anfängt zu rotieren. Das finde ich auch noch super praktisch. Bräunungsstufen sind 3 verschiedene, auch hier einstellbar, hell, mittel, dunkel. Brotgrößen gibt es 2 bei diesem Automaten. Du kannst also 700 Gramm oder bis maximal 900 Gramm Brote backen. Außerdem besitzt der Automat eine Zeitvorwahl, also die Timerfunktion, die geht bis maximal 13 Stunden. Und er verfügt noch über eine Warmhaltefunktion bis zu 60 Minuten, was dein Brot eben nach dem Backen noch warm hält, damit da kein Kondenswasser sich bildet und das Brot dadurch knatschig wird. So musst du jetzt nicht direkt nach dem Backen das gleich aus dem Automaten holen und hast dafür eben noch extra eine Stunde Zeit. Kommen wir zum Backergebnis. Da habe ich mir ein Rezept, wie ich es oft empfehle, wenn ihr einen neuen Brotbackautomat habt, nehmt das Rezept aus der Bedienungsanleitung oder eine Backmischung, so kann man sich natürlich voll und ganz auf den Automaten konzentrieren. Deshalb habe ich mir hier aus der Bedienungsanleitung ein Rezept ausgesucht. Die Rezepte hier sind ein bisschen mau, aber ich habe es gewagt und habe dieses Standard
klassische Mischbrot einfach probiert. Da gibt es jetzt zum Beispiel ein Rezept für glutenfrei 12. Also ohne, dass ich es ausprobiert habe, da wird kein Brot draus. Ups. Rommelsbacher hat aber auf ihrer Homepage noch ein paar bessere Rezepte, wie ich finde. Aber hier kann Rommelsbacher in der Bedienungsanleitung mit den Rezepten jetzt nicht bei mir punkten. Rezept aus der Bedienungsanleitung. Klassisches Mischbrot. Hier steht in der Gebrauchsanweisung das Wasser zuerst in die Backform. Knethaken ist natürlich eingesetzt. Dann das Roggenmehl, Weizenmehl, Hefe, 1 Teelöffel Salz und ein halber Teelöffel Zucker. Das war's. Backform in den Automaten stellen und ein bisschen drehen. Dann rastet die ein, Deckel schließen und Programm auswählen. Programm 1, Standard. Hier ist es so, dass man das extra immer deaktivieren muss, bevor man dann loslegt. Programm 1 ist eingestellt, 3 Stunden. Automat fängt auch direkt an zu rühren. Und dann schauen wir gleich mal, was dabei rauskommt. Der Knethaken blieb also auch bei helleren Broten hier bei mir im Teig stecken. Die Kruste war blass, von oben vor allem. Mein Fazit zum Brotbackautomat BA 550. Er überzeugt einfach durch eine einfache Bedienung, die überschaubaren Programme und die schmale, leichte, kleine Gehäuseform. Er ist jetzt nicht der leiseste, er macht schon gut Rabatz, was aber ja in der Summe noch in einen toleranten Bereich fällt. Ich mag den kleinen, niedlichen BA 550, aber klar, Optik und Preis sind jetzt nun mal nicht alles. Der Brotbackautomat schwächelt bei schwereren Teigen und liefert für mich jetzt bedauerlicherweise kein optimales Backergebnis. Die Kruste oben bleibt einfach bei allen Brotsorten sehr blass. Während die Ränder jetzt gut gebräunt sind, eben nicht ganz optimal. Wenn du jetzt aber überwiegend kleine Brote backen willst, du experimentierfreudig bist, kannst du wirklich gute Brote aus dem Gerät herausholen. Wenn du jetzt auch helle Brote bevorzugst, Abstriche eben an einer dunkleren Kruste machen kannst und für dich jetzt nur ein kleines, schnuckeliges Gerät in Frage kommt, dann bist du mit dem Rommelsbacher BA 550 in der Preisklasse wirklich optimal bedient. In diesem Sinne, back's an. Bis dahin. Ciao, tschüss.